Wie man sich selbst liebt. Wenn du Schwierigkeiten hast, ein gesundes Selbstbild zu haben, ist dieses Video genau das Richtige für dich. Während einige von uns vielleicht denken, dass Selbstliebe ein narzisstisches und egozentrisches Streben ist, das nicht weit von der Wahrheit entfernt sein könnte, erklärten die Forscher Eric Files und Gina R. Kuberberg vom Department der Tufts University, dass positiv gefärbte Selbstbilder dies als wesentlicher Bestandteil einer gesunden psychischen Funktion sind. Du beeinträchtigst das Selbstwertgefühl, die Motivation und die Entschlossenheit. Tatsächlich kann ein Mangel an Selbstpositivität oder sogar Selbstnegativität Stimmungs- und Angststörungen verstärken. Wenn dir Selbstliebe also sinnlos erscheint, findest du hier einige Möglichkeiten, wie du lernen kannst, sich selbst zu lieben. Hier sind einige Tipps, die dir auf ihrem Weg helfen sollen. Fühle dich selbst. Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen so zufrieden zu sein scheinen und sich innerlich und äußerlich wohlfühlen? Wenn du das gefürchtete "Erzähl mir etwas über dich" hörst, fällt es deinem Gehirn schwer, diese Frage zu beantworten. Viele von uns waren schon einmal dort und es gibt tatsächlich eine unterhaltsame Lösung für diese Momente. Nimm dir ein Blatt Papier oder ein Notizbuch und schreibe deinen Namen auf. Teile diese Seite in 4 Quadrate ein und beschrifte diese Quadrate mit Vorlieben, Abneigungen, Schwächen und Stärken. Beginne nun mit dem Ausfüllen der Bereiche unterhalb dieser Quadrate. Du musst sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge ausführen, sondern kannst einfach nach Belieben ausfüllen. Es hilft dir auf jeden Fall, allein zu sein und sich für diese Übung Zeit zu nehmen, solange du dich wohlfühlst. Hebe diese Seiten auf, da es viele davon geben wird. Bei dieser Aktivität geht es im Wesentlichen darum, sich selbst mit all seinen Fehlern kennenzulernen und zu akzeptieren und anzunehmen, wer man ist. Denke daran, es ist, als würdest du dich selbst kennen, dich auf dich selbst konzentrieren und weiter üben. In einem Artikel von Kelly Miller, einer zertifizierten Trainerin für positive Psychologie, heißt es, dass zu den Vorteilen der Selbstkenntnis eine bessere Selbstkontrolle und Selbstregulierung, eine gesteigerte kreative Effizienz sowie ein hohes Selbstwertgefühl und Stolz gehören. Du hast also viel zu gewinnen, wenn du weißt, wer du bist. Negative Selbstgespräche. Die mitfühlende Forscherin Dr. Christine Neff fragt, welche Sprache du mit dir selbst verwendest, wenn du einen Fehler entdeckst. Verletzt du dich selbst oder nimmst du einen freundlicheren, verständnisvollen Ton an? Wie fühlt es sich an, wenn du sehr selbstkritisch bist? Der wichtigste Schritt zur Kultivierung der Selbstliebe ist es, darauf zu achten, wie man innerlich mit sich selbst spricht. Findest du, dass dein innerer Kritiker rücksichtsloser ist als andere? Klingt diese innere Stimme wie ein Tonband, das schmerzhafte und entmutigende Dinge wiederholt und dir ständig Angst macht? Neigst du dazu, dich mit grausamen Selbstgesprächen selbst fertig zu machen? Tust du nichts, bis es perfekt oder nahezu an dem ist, was du willst, und verurteilst du dich selbst dafür, dass du nicht gut genug bist? Dieses Verhalten ist schädlich für dich, da es dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen beeinträchtigt. Menschlichkeit. Als Menschen kämpfen wir oft von Zeit zu Zeit mit bestimmten Zweifeln. Aber wenn wir ein neues Kapitel mit der Selbstliebe eintreten, müssen negative Selbstgespräche ein Ende haben. Rituale. Beginnt dein Tag, dass du mit dem falschen Fuß aufstehst, oder fühlst du dich von dir selbst entfremdet? Ein tägliches oder wöchentliches Ritual kann helfen, diese Gefühle zu lindern. Rituale sind sinnvolle Praktiken, die im Gegensatz zu Bräuchen eine tiefe Bedeutung haben. Rituale erfordern etwas mehr Aufmerksamkeit und Konzentration von dir. Nimm dir an deinem anstrengenden Tag Zeit für Selbstpflegerituale, sei es körperliche Aktivität, Meditation, Tagebuchführung oder ein Gebet. Die klinische Psychologin Dr. Deborah Kaber sagt, dass die Schaffung dieser persönlichen Rituale den Vorteil hat, dass man sich selbst mehr liebt, wenn man sich um seine Grundbedürfnisse kümmert. Menschen mit hohem Selbstwertgefühl kümmern sich jeden Tag um sich selbst.
durch gesunde Aktivitäten wie gute Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf, Intimität und gesunde Kommunikation. Mitgefühl mit sich selbst. Du hast kein Mitgefühl mit dir selbst? Deine Fehler oder deine Menschlichkeit bremst dein Wachstum und führt dazu, dass du deine Liebe zu dir selbst verlierst? Selbstmitgefühl ist so, als würde man anderen Menschen Mitgefühl zeigen. Es ist die Praxis, zu bemerken, dass man selbst leidet und sich dann Verständnis und Freundlichkeit zu erweisen. Die Professorin Christine Neff erklärte in ihrem Buch das Selbstmitgefühl. Die bewiesene Kraft, nett zu dir selbst zu sein, dass du versuchen kannst, dich auf Weisen zu ändern, die es dir erlauben, gesünder und glücklicher zu sein. Aber das geschieht, weil du dich um dich selbst kümmerst. Nicht, weil du es wert bist oder inakzeptabel ist, wie du bist. Ein Vorschlag hier ist, zu üben, welche Emotionen du auch immer fühlst, zu umarmen und zu akzeptieren, anstatt sie von dir wegzuschieben. Selbstreflexion. Es kann sehr schwer mit uns selbst sein, besonders wenn es um die Folgen einer Erholung geht. Manchmal laufen die Dinge nicht so wie geplant und wir bestrafen uns für die Fehler, obwohl wir daraus lernen könnten. Anstatt sich selbst die Schuld zu geben, kannst du diese Vorfälle als Chance für dein persönliches Wachstum nutzen. Beispiele für Selbstbeobachten könnten ein wöchentlicher Rückblick sein, eine Tagebuchsitzung, ein regelmäßiges Treffen mit einem vertrauenswürdigen Freund, um über deine naheliegenden Erfahrungen und Herausforderungen nachzudenken, oder eine Therapie sein. Denke daran, wenn du aus deinen Fehlern lernst, gibt es keine Misserfolge, sondern nur Lektionen. Der Weg zu einem wahren Selbstwertgefühl und der wahren Liebe ist lang, aber das sollte dich nicht entmutigen. Denke stattdessen an alle Versionen deiner selbst, die du triffst, und an die Erfahrungen, die du dabei machst. Wie du siehst, können bereits wenige Veränderungen dazu beitragen, die Selbstliebe zu steigern. Wenn du dich dafür entscheidest, nur einen oder zwei dieser Akte der Selbstliebe zu praktizieren, wirst du anfangen, dich selbst zu akzeptieren. Positive Affirmationen. Wiederhole jeden Tag positive Aussagen über dich selbst. Sage dir Dinge wie „Ich bin es wert" oder „Ich habe das Potenzial, etwas zu erreichen". Diese Affirmationen können dabei helfen, dein Unterbewusstsein positiv zu beeinflussen. Setze dir realistische Ziele. Setze dir Ziele, die anspruchsvoll, aber erreichbar sind. Wenn du diese Ziele erreichst, fühlst und du erfolgreich und zufrieden bist, stärkt es wiederum dein Selbstwertgefühl. Umgebe dich mit positiven Menschen. Umgebe dich mit Menschen, die dich unterstützen und ermutigen. Vermeide Menschen, die dich herabwürdigen oder kritisieren. Positive Beziehungen können einen großen Einfluss auf dein Selbstwertgefühl haben. Selbstfürsorge. Nimm dir Zeit für dich selbst und tue Dinge, die dich glücklich machen. Es kann Lesen, Malen oder einfach nur Entspannen sein. Je mehr du auf dich selbst achtest, desto besser fühlst du dich. Aus Fehlern lernen. Niemand ist perfekt und es ist wichtig, zu akzeptieren, dass Fehler ein Teil des Lebens sind. Wenn du aus Fehlern lernst, wirst du stärker und selbstbewusster. Vergleiche dich nicht mit anderen. Jeder ist einzigartig und hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Vergleiche dich nicht ständig mit anderen, sondern konzentriere dich darauf, das Beste aus dir herauszuholen. Übe Dankbarkeit. Schreibe jeden Tag auf, wofür du dankbar bist, indem du dich auf die positiven Aspekte deines Lebens konzentrierst. So kannst du dein Selbstwertgefühl stärken und eine optimistischere Einstellung entwickeln. Verlasse deine Komfortzone. Fordere dich selbst heraus und probiere neue Dinge aus. Indem du deine Komfortzone verlässt, kannst du dein Selbstvertrauen aufbauen und neue Fähigkeiten entwickeln. Bindungstheorie. In der Bindungstheorie geht es um die emotionalen Bindungen, die Menschen zu anderen eingehen, insbesondere in der frühen Kindheit. Eine sichere Bindung zu Bezugspersonen in der Kindheit kann dazu beitragen, im Erwachsenenalter ein stabiles Selbstwertgefühl zu entwickeln, da sie ein Gefühl der Sicherheit, Unterstützung und Anerkennung vermittelt.
Menschen mit unsicherer Bindung können hingegen Schwierigkeiten haben, Vertrauen in sich selbst und andere aufzubauen, was ihr Selbstwertgefühl beeinträchtigen kann. Diese psychologischen Konzepte ermöglichen ein tieferes Verständnis der Komplexität des Selbstwertgefühls und zeigen, wie verschiedene Aspekte des Lebens und der Persönlichkeit miteinander verbunden sind. Durch das Verstehen und Anwenden dieser Konzepte können Sie insbesondere Ihr Selbstwertgefühl steigern und ein erfüllteres Leben führen. Abschließende Gedanken. Der Aufbau von Selbstwertgefühl ist ein Prozess, der Zeit und Arbeit erfordert, aber es lohnt sich, indem du diese Tipps auf dein Leben anwendest. Du kannst ein stärkeres Selbstbewusstsein entwickeln und ein glücklicheres, erfüllteres Leben führen. Vielen Dank, dass du dir unser Video angesehen hast. Vergiss nicht, weitere Tipps zur Selbstentwicklung zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.